Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Slot des Young Mobility Networks hier auf der Bus2Bus. Wir haben uns hier was Neues überlegt, ein bisschen anderes Konzept und ich freue mich, das anmoderieren zu dürfen. Mein Name ist Max Beitler und ich begleite Sie und euch durch die nächsten ungefähr 90 Minuten, haben wir uns überlegt, mit verschiedenen Programmpunkten. Das heißt, ihr werdet nicht nur mich die ganze Zeit hier auf der Bühne hören, sondern wir haben für euch ein spannendes Programm vorbereitet. Erstmal kurz ganz schnell zu uns. Wir sind das Young Mobility Network und die nächsten 90 Minuten, die gehören uns. Das haben wir organisiert. Wir sind eine ehrenamtliche Vereinigung, die an Mobilität interessiert ist. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn das wird gleich unser erster Agendapunkt sein. Gleich bitte ich Anna auf die Bühne. Sie ist Co-Founderin des Young Mobility Netzwerks und wird euch etwas über das Young Mobility Network erzählen. Danach gehen wir ein bisschen in Networking, da wollen wir es ein bisschen interaktiver gestalten. Das heißt, alle Leute, die jetzt noch nicht so nah hier bei uns dran sind, kommt auch gerne ein bisschen näher gleich mit dazu, dass wir einander besser kennenlernen und dort dann auch ein bisschen in den Austausch kommen. Danach freue ich mich, einen kurzen Impulsvortrag zu hören von Linus über das Thema Mobilität von morgen. Und wir runden das ganze Programm ab mit einer Panel-Discussion, wo ich 4 sehr spannende Panelists hier auf der Bühne begrüßen werde, um eine super interessante Diskussion hier auf der Bühne zu führen. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Ich bitte euch alle um einen großen Applaus für Anna Filby, Co-Founderin des Young Mobility Netzwerks. Vielen, vielen Dank. Hi, ich bin Anna, Co-Founderin des Young Mobility Networks und ich habe heute die Ehre, euch mitzunehmen auf eine Reise. Jetzt mal gucken. Einen Moment. Funktioniert das? Genau, ich nehme euch heute mit auf eine Reise. Ich hatte das Privileg, die letzten 3 Monate in Neuseeland und Australien sein zu dürfen, auf einem Sabbatical. Und bin dort mit dem Campervan durch die Gebirgslandschaften gefahren und habe so viel Neues entdeckt und gesehen. Und was ich euch damit erzählen möchte, ist, dass solche Reisen einen ermöglichen, über den Tellerrand zu gucken, den Horizont zu erweitern und man lernt neue Menschen kennen. Und genau das ist auch das Young Mobility Network für mich. Vielleicht sind einige hier, die es heute zum allerersten Mal hören. Uns gibt es aber schon seit 2020. Hier unser erstes Bild, als wir uns digital getroffen haben. 2020, ihr erinnert euch vielleicht, kein so ein cooles Jahr. Für uns aber tatsächlich schon, denn es war das erste Mal, dass wir digital zusammengekommen sind, genetzwerkt haben. Ich erinnere mich, als Kolja und ich, unser Mitgründer vom Netzwerk, haben uns angerufen und uns gefragt, wie können wir denn jetzt netzwerken? Wir kennen doch gar nicht so viele Leute in der Branche. Lass doch mal schauen, dass wir ein paar unserer Kollegen zusammen telefonieren und unsere eigene Session machen. Wir haben damals Miro benutzt, wir haben Steckbriefe angefangen zu konzipieren und waren schon echt viele Leute. Und das Ganze ist seitdem gewachsen und wir stehen heute zum ersten Mal hier auf der Bühne. Wir haben dann gestartet und gemerkt, okay, da ist wirklich ein Bedürfnis da. So viele Leute sind dazugekommen, wollten uns kennenlernen und wir haben dann auch Experten und Expertinnen zu uns eingeladen. Hier im Beispiel Bianca Königke von DB Regio war da, hat uns was erzählt über die Zukunft der Mobilität. Wir haben mit dem Mobility Institute Berlin auch schon öfter gesprochen und auch digital mal dabei gehabt. Und hier einfach ein paar Eindrücke für euch, was wir denn alles schon so in den letzten 4 Jahren gemacht haben. Ein Beispiel, Freiraum Ottensen, ist euch vielleicht auch ein bekanntes Projekt. Da geht es um autoarme Quartiere. Auch das haben wir schon mal diskutiert im Netzwerk und auch über die Potenziale und Umsetzung von autonomen Fahrzeugen. Uns war aber dann auch relativ schnell klar auf unserer Reise, wir wollen das Ganze nicht nur digital machen. Das war natürlich Zeiten Corona das Medium, was man so nutzen musste. Wir wollen uns aber auch auf ein Bierchen treffen, uns mal wieder in die Arme nehmen können. Und dann haben wir uns zum ersten Stammtisch in Berlin 2021 im Prater Biergarten verabredet. Und für mich war das tatsächlich eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, alle mal wieder in den Arm zu schließen, gemeinsam Bier zu trinken und ja, auch da über das Thema Mobilität zu diskutieren, denn das ist das, was der Kern unseres Netzwerks ausmacht. Dann war aber auch ganz schnell klar, wir sind jetzt in Berlin, machen da unseren Stammtisch
Aber wir hatten ja digital schon viel, viel mehr Leute an Bord. So, wie kriegen wir die jetzt alle auch miteinander vernetzt? Zeit, das Ganze auszubauen. Wir haben gestartet in Berlin, Frankfurt, Hamburg. Letztes Jahr haben wir noch einen regionalen Hub gegründet in München und auch eine Region im Rheinland dazu genommen. Also wir haben uns sozusagen ausgeweitet und unser Team ganz schnell dann auch aufgebaut. Und ich würde euch jetzt gerne einmal das Team auch vorstellen und euch ein paar Eindrücke geben, was wir in den letzten 4 Jahren schon so gemacht haben und euch mit auf unsere Reise nehmen. Ton ab für das Netzwerk in München. Hi, servus, ich bin Deike und zusammen mit Laura bin ich Regional Hub Managerin in München. Und ich freue mich darüber, dass unser Netzwerk stetig wächst. Hi zusammen, ich bin Laura und eine der beiden Regional Hub Managerinnen für den Hub München und ich freue mich riesig drauf, neue Leute aus der Mobilitätsbranche kennenzulernen. Genau, also wenn ihr Lust habt, euch in München mit uns zu verabreden, dann sind Laura und Deike eure Ansprechpartnerinnen. Die haben letztes Jahr das Hub erst gegründet, also auch Wahnsinn, was die beiden schon auf die Beine gestellt haben. Wir waren beispielsweise letztes Jahr die Ottobahn besuchen, also diese Schwebebahn, die gerade konzipiert wird. Super spannendes Konzept, haben uns da ausgetauscht, vernetzt und ja, über unseren eigenen Tellerrand im Endeffekt hinausgeguckt. Stammtische gab es in München auch schon. Also auch da, ihr seid herzlich eingeladen und Bühne ab für Hamburg, wo wir Christina auch im Publikum Ich bin hier beim Young Mobility Netzwerk, den Hamburg Hub, und ich freue mich darauf, euch kennenzulernen. Moin, ich bin Jan, Regional Hub Manager hier am Standort in Hamburg und freue mich dabei zu sein. Hi, ich bin Sophie, Regional Hub Managerin im windigen Hamburg und ich freue mich auf spannende Austausche mit euch. Genau, unser Netzwerk in Hamburg mit Christina auch hier vertreten, auch später auf dem Panel, gibt es jetzt auch schon seit 3 Jahren und wir haben auch da schon einige Stammtische organisiert. Wir haben uns hier beispielsweise auch in Hamburg auf der ITS getroffen, 2021. Wenn ihr ganz oben das Bild mal anschaut, da sitzen wir zu dritt, Fabian, Jan und ich. Das war unser allererster Stammtisch in Hamburg. Da waren wir noch nicht so viele. Letztes Jahr waren wir aber beispielsweise Moja besichtigen oder besuchen und haben über Mobilitätssimulationen gesprochen und auch kritisch hinterfragt, wie kann die Zukunft aussehen in einer Stadt wie Hamburg. Da eine spannende Diskussion gehabt und waren auch bei der HADAG und haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Also das Netzwerk ist auch da mega gewachsen und danke auch an Christina an der Stelle. Frankfurt haben wir natürlich auch im Petto. Bude aus Frankfurt am Main. Mein Name ist Amer Desic und zusammen mit Anna sind wir die Regional Hub Manager hier in der schönen und dynamischen Main-Metropole. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und dass gemeinsam mit euch unser Netzwerk auch hier weiter wächst. Frankfurt, genau, da bin ich gerade zu Hause. Also zusammen mit Amer organisiere ich Stammtische, Exkursionen in Hamburg, auch hier mit dem Ziel, wir wollen uns vernetzen, wir wollen über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, wir wollen nicht nur in unserer eigenen Bubble, in unserem eigenen Job stecken bleiben sozusagen, sondern Mobilität beschäftigt uns alle und da ist Austausch super, super wichtig. Und wir waren beispielsweise auch schon auf der Regio Signale, wir haben den DB Ideenzug, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, das ist ein Konzept, wo die Deutsche Bahn genau, ihre Ideen dran vertestet. Da waren wir sowohl in Frankfurt als auch in Berlin und haben das schon besichtigt. Damals noch mit den Corona-Masken, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ganz schön, dass wir das heute nicht mehr haben. Und Ton ab für Rheinland, unser Hi, ich bin Sarah, Regional Hub Managerin im Rheinland und ich freue mich, dass wir mit Köln, Düsseldorf und Aachen in einer ganzen Region tätig sind. Daniel, Verkehrsingenieur und fürs Young Mobility Network im Rheinland aktiv. Hallo, ich bin Patrick, Network Manager beim Young Mobility Network und dabei zuständig für den Auf- und Ausbau der Regional Hubs. Schöne Grüße aus dem Zug. Ja, Patrick hat das auf jeden Fall ernst genommen mit wir wollen Mobilität zeigen und auch leben und hat uns gleich sein Video aus dem Zug geschickt. Genau, also unser Hub im Rheinland, auch ganz spannend, weil wir es mal ausprobieren wollten, wie kann man in einer Region auch netzwerken, also wie kann man beispielsweise Aachen und Düsseldorf und Köln miteinander verknüpfen und auch gemeinsame Stammtische organisieren und klappt erstaunlich gut. Wir haben uns gleich zusammengetan mit einem anderen Netzwerk, Move Forward, und das hier war das allererste Stammtisch-Event hier unten, wo über 20 Young Professionals zusammengekommen sind und genetzwerkt haben. Dann noch Grüße aus Berlin. Wo ist denn Janik? Hi, ich bin Janik, Regional Hub Manager in Berlin und ich freue mich auf den Austausch mit euch.
Genau, Yannick organisiert zusammen mit Cheryl den Hub in Berlin und heute Abend werden wir uns ja auch zum Stammtisch treffen. Also wer auch heute Abend dabei sein möchte, ich werde später nochmal ein Announcement machen, aber Yannick ist euer Gesicht für den Hub in Berlin. Und auch da, ganz spannend, waren wir letztes Jahr zum Beispiel die Yelby-Station besichtigen von der BVG. Ich hatte die Julia von der BVG auf einer Messe in London kennengelernt und da haben wir dann gleich das abgemacht und gesagt, hey, da müssen wir doch mal was organisieren, auch in Berlin, und haben uns dann getroffen zu dieser Besichtigung. Es hat den ganzen Tag geschüttet. Das war das Ende, das schöne Ende mit ein bisschen Sonnenschein auch für das Foto. Dann waren wir auch mal beim DB Skydeck. Kolja, unser Spezialist hier, hat uns einmal rumgeführt, um den Innovationsinkubator sozusagen der Bahn. Da werden ganz viele neue Ideen auch geprototyped, kann man vielleicht fast sagen, und ausprobiert. Und da hatten wir auch die Chance, das einmal anzugucken. Genau, und wer steckt noch dahinter? Es sind nicht nur die Regional Hub Manager, sondern auch unser Co-Founder Kolja, der da hinten sitzt. Und ich bin einer der Gründer des Young Mobility Networks. Hallo zusammen, ich bin der Max vom Young Mobility Network, mache hier die Events und Partnerships und freue mich auf die Bus-to-Bus mit euch. Hallo, ich bin Matthias, Gründungsmitglied vom Young Mobility Network, bei unseren Online-Treffen für die Mobility News zuständig. So, und jetzt habt ihr tatsächlich schon unser ganzes Team kennengelernt. Wir sind insgesamt 12 Leute und haben aber auch schon Pläne für 2024. Und vielleicht seid ihr ja auch aus unterschiedlichen Regionen hier oder kennt Leute in München, in Frankfurt und so weiter, denen ihr uns auch weiterempfehlen könnt. Wir haben in Hamburg geplant, dass wir dieses Jahr einen S-Bahn-Betriebshof besichtigen wollen. Vielleicht auch den Hamburger Hafen nochmal und zu den Container-Terminals fahren. In München ist der Besuch der Verkehrsleitzentrale der MVG, steht bei uns auf dem Plan. Also auch da, wenn es Interessierte gibt, meldet euch sehr gerne. Wir haben noch ein paar Plätze frei. In Frankfurt wollen wir Exkursionen mit Women in Mobility auch organisieren. Im Rheinland sind wir auf der Polis ganz bald unterwegs im Mai, und in Berlin haben wir den Weihnachtsmarkt schon uns ausgeguckt am 5.12. Letztes Jahr haben wir das nämlich zu spät organisiert und da haben wir dieses Jahr gesagt, der Weihnachtsmarkt, der steht schon im Plan, also 5.12. könnt ihr euch schon mal merken. Genau, hier habt ihr es nochmal, das sind die verschiedenen Koordinatoren, deutschlandweit sind wir jetzt unterwegs. Wir haben aber auch bereits schon Pläne, außerhalb von Deutschland zu schauen, wie wir weitere Young Professionals miteinander vernetzen können. Wir haben über 300 MitgliederInnen bei uns im Netzwerk und es wächst stetig. Nochmal zur Zusammenfassung, was machen wir eigentlich? Also wir haben digitale Input-Sessions, wo wir Experten und Expertinnen einladen. Vielleicht habt ihr auch im Publikum eine tolle Story zu erzählen, habt mal Lust, bei uns vorbeizugucken, mit uns zu netzwerken und auch vielleicht Feedback zu eurer neuen Unternehmensvision oder Idee zu bekommen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Digitales Networking machen wir. Wir machen auch ein Format, das nennt sich Lunch Roulette. Da vernetzen wir Leute one-on-one per E-Mail. Und die können sich dann selbst im digitalen Raum oder auch im physischen Raum treffen. Exkursionen machen wir, Stammtische und so wie heute bieten wir auch exklusive Discounts für unsere Mitglieder an, dass sie uns dann auch auf so Messen besuchen können. So, wenn ihr euch jetzt immer noch fragt, warum das Young Mobility Network, dann will ich das jetzt noch einmal hier zusammenfassen. Für mich steht an oberster Stelle, warum ich das Ganze auch mache, neue Perspektiven. Also wie ihr vorhin auch gesehen habt, ich war in Neuseeland und Australien auf meiner eigenen Reise unterwegs und auch das sehe ich hier. Man geht über seinen eigenen Horizont oder seinen eigenen Tellerrand hinaus und schaut mal, was gibt es denn noch so. Man kann sein eigenes Netzwerk aufbauen. Wir sind mit so vielen Leuten jetzt mittlerweile in diesem Netzwerk aktiv. Es gibt immer jemanden, der jemanden kennt, den man fragen kann zu seinem Verkehrskonzept in Hamburg oder zu einer neuen Fahrradstraße oder zu seiner Masterarbeit oder was es sonst so gibt. Also die Menschen machen es am Ende. Es macht Spaß, mir macht es total viel Spaß. Ich freue mich gerade total, dass ich hier oben stehen kann und euch mit auf unsere Reise, unsere Vision mitnehmen kann. Empowerment ist bei uns auch ein großes Thema. Wir hatten einmal einen Stärken-Workshop auch, also wie finde ich meine eigenen Stärken, und das soll auch weiterhin Teil unseres Netzwerks sein. Opportunitäten,
Ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Jobs vermittelt in dem Netzwerk. Mal gucken, wie viel mehr ich noch im Petto habe. Mobilität ganz nah, klar durch die Exkursion. Teilnahme an Veranstaltungen wie heute ist auch ein Kern unseres Netzwerks. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich daran teilnehmen, dann dürft ihr diesen QR-Code hier scannen. Da findet ihr oder könnt ihr euch anmelden auf unseren E-Mail-Verteiler. Da kriegt ihr Informationen zu den Veranstaltungen, ihr bekommt Einladungen. Es ist kein klassischer Newsletter, ihr werdet nicht zu bombardiert mit irgendwelchen verrückten Informationen, sondern wirklich nur die Einladungen und Informationen, die ihr braucht, um an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Hier unten habt ihr auch noch unsere Website, also ihr findet uns auch online mittlerweile und auf LinkedIn könnt ihr uns auch gerne folgen. Und wenn ihr nach unseren 90 Minuten heute noch nicht genug von uns habt, 15 Uhr netzwerken wir hier bei uns um die Ecke am Stand, wollen wir uns vernetzen, uns kennenlernen, also kommt gerne auch da vorbei. Um 17 Uhr gibt es einen Stammtisch, auch bei uns am Stand. Und um 18:30 Uhr werden wir von der Messe gehen und in der L'Osteria zusammen eine Pizza essen. Also auch da seid ihr herzlich eingeladen. Wir haben 20 Plätze und die Anmeldung liegt auch bei uns am Stand aus. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Young Mobility Networks und ich hoffe, ihr habt alle einen ganz guten Einblick bekommen, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt tun und was so ein bisschen so die Motivation dahinter ist, ehrenamtlich dieses ganze Netzwerk aufzubauen und solche Events zu organisieren und diese ganzen Stammtische zu organisieren. Vielleicht fragt sich der eine oder die eine von euch, wir nennen uns Young Mobility Network und diese Frage möchte ich gerade nochmal an Anna, dich weitergeben als Co-Founderin. Welche Altersklassen oder welche Altersbeschränkungen haben wir denn bei uns? Wir haben keine Altersbeschränkung natürlich. Ist mein Mikro an? Oder soll ich das rübergeben? Ist er an? Ah, perfekt. Wir haben keine Altersbeschränkung. Wir haben das so definiert, Young ist für uns ein Mindset. Es geht darum, was bewegen zu wollen. Wir nehmen alle auf unsere Reise mit, die Bock haben auf Mobilität, die mit uns Innovationen neu denken wollen. Und genau, also macht euch keine Gedanken um Young. Die Frage habe ich schon oft genug gehabt, aber es geht um ein Mindset im Endeffekt. Ja. Perfekt, danke dir dafür die Antwort und ich möchte an der Stelle ein letztes Mal darauf hinweisen, wir haben hier eine super coole Lounge, hier vorne 2 super bequeme Sessel oder Sofas. Kommt gerne vorbei, kommt mit uns in Kontakt und redet ein bisschen darüber, was ihr in der Mobilität machen wollt oder was euch so antreibt und ob ihr vielleicht mitmachen wollt, Teil von uns zu sein. Ja, mitmachen, in Kontakt treten, Netzwerken ist auch das Stichwort für unsere nächste Session. Wir haben jetzt ein bisschen Input bekommen auf der Bühne und jetzt möchten wir, dass ihr auch was tut. Das heißt, keine Angst, jetzt müsst ihr nicht euch zu viel hier verausgaben, aber wir möchten mit euch ein bisschen netzwerken. Und da ist meine allererste Frage an das Publikum und auch gerne an die vielleicht noch ein bisschen weiter hinten stehen. Wer von euch hat denn heute schon genetzwerkt? Einmal bitte so die Hand heben. Ja. So. Ein Drittel, Viertel, irgendwie sowas. Dann nochmal alle Hände hoch. Wer wird denn heute noch netzwerken? Ja, kommt ein bisschen höher die Hände, dass man das auch richtig sieht. Dann ist es ein bisschen einfacher zu... Ja, sind so gut wie alle mit dabei. Auch die sich bis jetzt noch gar nicht gemeldet haben. Wir haben uns ein Programm überlegt, dass ihr am Ende auch noch eure Hand bei dieser Frage heben könnt. Und zwar mit unserer Networking-Session. Hierfür würde ich nochmal das Wort an dich übergeben, Anna. Erzähl uns doch das spannende Programm für das Networking jetzt. Ja, gerne. Ich netzwerke tatsächlich sehr, sehr viel im Job. Ich bin bei Ioki und bin im International Sales unterwegs. Das bedeutet, ich bin ständig mit Kunden im Kontakt oder am Netzwerken und ich habe dabei tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Es kommen aber auch viele Leute zu mir und sagen, oh, das mit dem Smalltalk, ich weiß ja nicht, das liegt mir nicht so oder das ist doch irgendwie auch Zeitverschwendung oder warum macht ihr denn das Ganze? Oder hatten wir auch gestern noch drüber gesprochen, ich mag mich nicht so gerne auf LinkedIn präsentieren, das ist nicht so mein Ding und ich würde gerne meine Erfahrung auch ein bisschen mit euch teilen in der nächsten Session, warum ich ein super Verfechter oder eine Verfechterin bin vom Netzwerken und möchte aber auch gerade erstmal an euch die Stimme übergeben. Wir haben hier Slido organisiert, vielleicht kennt das der ein oder andere. Ihr dürft hier einmal herkommen und das abscannen, weil ich würde gerne erfahren,
welche Herausforderungen habt ihr denn so mit Netzwerken und wie macht ihr das denn so? Und dann kommen wir gleich zu unserer Speed-Dating-Session und genau, machen weiter. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, ob ihr das auch alle abscannen könnt. Vielleicht müsst ihr auch einen Schritt näher kommen, das hilft schon mal gleich beim Netzwerken, ist gar nicht so schlecht. Und an der Stelle sind auch nochmal alle eingeladen, die jetzt vielleicht erst jetzt spontan mit dazukommen. Also an alle, die gerade auch vorbeilaufen, gerne, wenn ihr noch ein bisschen netzwerken wollt, ein paar Leute kennenlernen wollt, scannt einfach den Code hier mit. Es sind alle herzlichst eingeladen, mit dabei zu sein. Genau, also ihr seht schon, was ist deine größte Herausforderung beim Netzwerken? Da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, was wir hier für Antworten bekommen. Okay, Smalltalk, ich habe es schon vorweggenommen. Sehr gut, dass das jemand eingetippt hat. Werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wir sehen viel Gesprächseinstieg, Ja. Icebreaker, Erstansprache, Anfang machen. Ja, das ist, ja kennt man die Herausforderung. Ne? Es waren nur 3 Leute, die noch am Typen sind. Wir gehen davon aus, es hat bei allen geklappt oder gab es irgendwelche technische Probleme? Ne, dann ist super. Alle modern mit dabei, sehr gut. Ja, Young Mobility Network, ne? Also Perfekt, okay, dann würden wir mal eins weiterklicken auf die nächste Frage. Wie oft nimmst du denn an Netzwerkveranstaltungen teil? Machst du das täglich, machst du das wöchentlich oder bist du eher so einmal im Monat irgendwo unterwegs oder vielleicht sogar nie und das ist heute deine Chance, das erste Mal zu machen? Also gespannt wäre ich auch bei täglich. Das wäre auch super spannend. Also ich wäre bei täglich. Ja? Ja, ich wäre bei täglich. Ich wollte gerade sagen, da muss ich mal herausfinden, was du eigentlich in deinem Job den ganzen Tag lang so tust. Ne? Sprechen, quatschen. So, da haben wir auch doch eher selten. Ne? Also ich persönlich würde mich auch so bei monatlich bis wöchentlich einschätzen können, wo man da hingehen kann. Da haben wir doch die meisten, die eher selten sagen würden. Okay, dann müssen wir das heute noch ein bisschen ändern und euch noch ein bisschen begeistern fürs Netzwerken. Schaffen wir aber gleich. Okay, dann zur Frage Nummer 3 bitte. Welche Netzwerkplattform findest du denn am besten? Wir haben eine kleine Auswahl da schon mitgenommen. Wo netzwerkt ihr? Oh, 50-50, lokale Treffen. Ja, Anna, hast du da einen Favoriten? Was würdest du? Oh, oder nee, das frage ich dich gleich, bevor wir noch jemanden beeinflussen. Es gibt kein richtig und kein falsch natürlich hier. Okay, lokal. Das ist ja gut, dass wir hier dann heute zusammen sind. Also Passt. würdest du auch sagen, das ist dein Favorit oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Medien wie LinkedIn, die unterstützen das und da kann man seine Stimme irgendwie auch in die Welt raustragen, aber wenn man sich natürlich vor Ort trifft, das ist schon eine andere Sache. Das denke ich auch. Dann ist es ja perfekt mit unserem Programm hier. Ich glaube, jetzt können wir auch überleiten. Gut, genau. Wir würden dann wieder zurückkommen auf unsere PowerPoint-Slide, aber ich kann es schon mal einleiten. Wir wollen jetzt mit euch ein Speed-Networking machen. Ihr habt jetzt genug auf eure Handys geguckt. Jetzt kommt es in den Redemodus. Und was wir machen wollen, ist, wir machen 2 Runden, 2 Minuten, also wirklich Speed Networking. In der ersten Runde stellt ihr euch jemandem vor, den ihr noch nicht kennt und erzählt über eine Herausforderung, die ihr beim Netzwerken habt. Dann werden wir nochmal eine zweite Runde starten. Da stellt ihr euch auch vor und sprecht dabei über eine Erfolgsgeschichte. Da ist der erste schon gegangen. Okay, Challenge accepted. Teile deine Erfolgsgeschichte. Genau, also auf die nächste. Achso. Ja, danke. Genau, also hier seht ihr es, 2 Runden, 2 Minuten. Runde 1, stell dich vor, teile eine Herausforderung. Runde 2, stell dich vor und teile eine Erfolgsgeschichte. So, sind wir bereit? Haben wir nicht noch einen Ist kleinen das verstanden? Ja, das ist, glaube ich, nicht so ich schwer. sehe Nicken. Nicht so schwer. Haben wir nicht noch einen Countdown, der jetzt noch gleich einen Countdown. starten sollte, Macht euch damit bereit. wir wirklich auch ganz genau sagen können, okay, dann 8, 7. Frohes Netzwerken!
30 Sekunden voll kannst du ja vielleicht. Vielleicht können wir auch 2, 3 Wortmeldungen machen, bevor wir in die nächste Runde gehen. Ja, ich wollte gerade fragen, wollen wir da ein paar Wortmeldungen so mitnehmen? Oder wir machen erst die zweite Runde und dann. Nee, wir haben so viel Zeit. Ja, dann machen wir beides. So, ihr habt noch 30 Sekunden, so als kurze Orientierung. Holen wir die gleich nochmal ab, dann sage ich das nochmal, oder? 5, 4, 3, 2, 1. Und ich bitte euch wieder für die Aufmerksamkeit nach vorne zu bringen. Wir haben jetzt 2 Minuten Networking gehabt. Wahrscheinlich hat es sich für einige von euch sehr schnell angefühlt. Ich sehe schon, da werden LinkedIn-Kontakte ausgetauscht. Sehr gut. Sehr gut, sehr richtig. Ich hoffe, ihr habt auch spannende Leute kennengelernt in der kurzen Speed-Networking-Session. Wir haben ja gerade eben auf der Bühne oder bei Slido gesehen, für viele Leute haben gesagt, okay, der Ersteinstieg ist oft so eine Hürde. Jetzt hattet ihr keine Wahl, sage ich mal. Ihr musstet Netzwerken, ihr musstet mit Leuten sprechen. Wir würden am liebsten mal kurz bei euch ins Publikum reinfragen, haben wir vielleicht 1, 2 Wortmeldungen, wie war es für euch, so den Ersteinstieg zu nehmen? Habt ihr vielleicht irgendwie einen Opener gehabt? Konntet ihr irgendwie irgendwas als Opener nehmen? Genau. Kriege ich eine Wortmeldung dafür? Hier vorne, Dankeschön. Ich komme gerade mal nach vorne. Ja, hallo. Also ich habe es selbst gerade wieder angewendet. Ich finde es ganz schön, wenn man auf jemanden zugeht und sagt, hey, wir kennen uns noch nicht. Weil das entspricht der Tatsache und man findet einfach einen ganz unkomplizierten Einstieg ins Gespräch. Super, danke dir. Den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Der funktioniert halt auch immer. Genau, noch vielleicht eine zweite Wortmeldung zu dem Thema. Gut, dann gebe ich euch gleich aber nochmal die Chance. Wir haben ja noch eine zweite Runde. Ja, seid ihr bereit für Runde Nummer 2? Ach komm, ein bisschen mehr Begeisterung, ha? Okay, also wir machen nochmal den Countdown an, wenn ich das hier hinkriege. Und ihr dürft nochmal netzwerken, jetzt aber mit jemand anderem und sprecht über eine Erfolgsgeschichte. 2 Minuten laufen. Let's go. Lass nochmal ein Foto machen von der Meute hier. Warte mal. Hallo? So, ihr habt noch 10 Sekunden. 9, 8, 7.
So, super. Vielen Dank, dass ihr auch bei der zweiten Session so mit dabei wart. Führt die Gespräche gerne im Laufe des Tages noch weiter. Nutzt dafür auch gerne unsere Young Mobility Network Lounge. Also ihr seid auch herzlich eingeladen, nicht nur mit uns vom Young Mobility Network über Themen zu sprechen, sondern kommt einfach vorbei, habt eine gute Zeit. Wir haben noch ein paar Snacks mit dabei. Ich glaube, das wird super entspannt hier. Und nochmal da der Hinweis, 15 Uhr haben wir nochmal ein richtiges Netzwerktreffen. Da ist auch BDO Next Generation mit dabei. Also sehr spannender Austausch hier bei uns. Genau. Anna, wollen wir es nochmal probieren, in die Gruppe zu fragen, ob es vielleicht jetzt nochmal ein paar Leute gibt, die ein bisschen über das Netzwerken reden wollen. Wie war für euch diesmal der Einstieg? Wie war es darüber, über Erfolge zu sprechen? Gibt es da noch etwas, was ihr miteinander teilen wollt? Okay, haben wir? Ja, perfekt, danke schön. Also der Einstieg fällt mir eigentlich persönlich immer ganz leicht, aber die Erfolge, da war gerade das Problem, weil Netzwerken ist einfach so geil, dass du da so viele neue Leute kennenlernst und einfach einen Pool an Möglichkeiten für die Zukunft sammeln kannst. Und deswegen gibt es nicht eine Erfolgsgeschichte beim Netzwerken, sondern ganz viele. Aber ich habe trotzdem eine gefunden. Sehr schön. Danke, Ines. Möchte noch jemand was teilen? Ihr seid noch fleißig am Kontakte austauschen. Sehr gut. War zu kurz. Das nächste Mal machen wir es länger. Gucken, ob wir einen 3-Stunden-Slot bekommen auf der Bus-to-Bus. Okay. Gehen wir über. Ja, Anna, was kannst du uns noch mitgeben zum Thema Netzwerken, so als Best Practices? Lass mal gucken, ob ich euch was mitgeben kann. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Genau, ich habe mir mal Gedanken gemacht und mir überlegt, was wären denn so meine 5 Top-Tipps, die ich euch mitgeben möchte fürs Netzwerken. Der erste: Vernetze dich immer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde mich unter ich netzwerke täglich eingruppieren. Ich finde Netzwerken super wichtig. Das fängt aber auch schon an, wenn ihr beim Edeka an der Kasse steht und euch vielleicht da vernetzen wollt, weil ihr, weiß ich nicht, irgendwie eine Connection zu dem Verkäufer oder der Verkäuferin findet. Ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten zu netzwerken und ich sage da immer, seid neugierig, seid aber auch authentisch und seid ihr selbst. Verlasst mal eure Komfortzone. Ich bin mir sicher, dass vielleicht auch hier in der Runde nicht jeder so gerne netzwerkt. Das fällt einem manchmal ein bisschen schwer. Also scheut euch da auch nicht, einfach mal zu fragen und ja, den Smalltalk-Intro zu machen. Das Zweite: Baut Beziehungen auf. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur darum, dass ihr heute auf der Bus-to-Bus rumlauft und Visitenkarten sammelt und am Ende mit so einem Stapel nach Hause kommt und sagt, hey cool, ich habe hier irgendwie 50 neue Kontakte. Nee, es geht darum, dass ihr Beziehungen aufbaut, dass ihr die Leute wirklich kennenlernt, Interesse zeigt und haltet auf Versprechungen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es kann sein, dass ihr 10 Leute trefft und denen gebt ihr etwas und ihr bekommt aber nichts zurück. Das wird aber, das kann ich euch garantieren, irgendwann der Fall sein. Also es ist ein stetiges Geben und Nehmen. Dann das dritte Thema: Tretet einem Netzwerk bei. Es gibt nicht nur das Young Mobility Network, auch wenn ich davon immer sehr, sehr gerne spreche. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Netzwerke da draußen. Beispielsweise Women in Mobility ist auch hier, die sind morgen auch hier auf der Deep Dive Stage vertreten. Es gibt das Panda-Netzwerk, es gibt das Pegasus-Netzwerk, beschäftigt sich auch in der Mobilitätsforschung an Unis mit dem Thema Zukunft der Mobilität. Es gibt dann aber auch für verschiedene Veranstaltungen immer Netzwerke. Also sucht euch das raus, was zu euch passt und probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr einem Netzwerk beitretet und ihr merkt, ist vielleicht doch nicht so ganz mein Ding, probiert ein anderes aus. Also gebt nicht gleich auf, sondern schaut mal, was da so zu euch passt. So, was hatte ich dann noch? Nummer 4. Nutzt soziale Medien. Ich weiß, da ist nicht jeder immer ein Fan davon. Ich finde es aber tatsächlich total wichtig, kommuniziert, wer ihr seid, für was ihr steht. Und da können soziale Medien einfach total helfen. Ihr könnt online eure Markenpräsenz sozusagen ausbauen. Ihr müsst das natürlich dann auch regelmäßig machen. Ihr könnt da kommentieren, unter Posts schreiben und. Also die sozialen Medien können einem da wirklich helfen. Das wird nicht das einzige Medium sein, aber man kann
seine Stimme auch darüber in die weite Welt sozusagen hinaustragen. Nummer 5. Das ist tatsächlich nicht mein Top-Tipp, sondern von Sigrid Nikutta. Die hat das mal gesagt in einer Netzwerkveranstaltung, wo ich war. Ich weiß nicht, Ines, warst du vielleicht damals auch dabei? Nee, aber genau, es gab eine Netzwerkveranstaltung mal bei der Bahn und Sigrid Nikutta, unsere Vorständin im DB Cargo, kam dazu und meinte, ihr Top-Tipp ist, esse niemals allein und esse auch nicht mit den gleichen Leuten. Und was sie da auch noch gesagt hat, ist, und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das Mittagessen ist natürlich was, wo man in entspannter Atmosphäre zusammensitzt. Man kann sich unter andere Sachen auch austauschen. Es muss nicht immer nur die Arbeit sein und da einfach Geschichten miteinander teilen. Und sie hat damals auch noch gesagt, werdet systematische Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerin. Und das ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee und habe mir so gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Man kann aber auch ein Wasser zusammen trinken oder ein Bierchen. Also genau, esse niemals alleine zu Mittag und schau auch, dass du mal vielleicht mit anderen Leuten zum Mittagessen gehst. Das wären meine Top 5 Tipps. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch noch jemand in der Runde noch einen anderen Tipp. Dann auch gerne das, spontan. Ja. Genau, also ich glaube, das ist nicht Sigrid Nikutas Spruch, aber es gibt ein cooles Buch, Geh nie alleine essen. Kann ich sehr empfehlen, habe ich auch gelesen. Dafür auf jeden Fall. Geht in die gleiche Richtung. Okay, cool, danke. Vielleicht hat Sigrid das ja auch daher. Who knows? Das Buch kannte ich tatsächlich nicht. Danke, Max. Alright. Dann sind wir mit dem Netzwerken fast am Ende. Ich habe es vorhin ja schon kurz angekündigt. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wer von euch hat schon genetzwerkt? Jetzt möchte ich die Frage nochmal stellen. Und jetzt, wer von euch hat schon heute genetzwerkt? Yay! Ja, perfekt. Ja, Anna, danke dir für deinen Input, für die Networking-Session. Ich hoffe, ihr habt alle interessante Gespräche geführt. Das Eis ist ein bisschen gebrochen und ich kann es nicht oft genug sagen, wir haben hier die wirklich super coole Lounge hier vorne. Kommt vorbei, Netzwerkt, redet mit den Leuten oder nehmt euch ein paar Duplos, aber nicht zu viele. Aber auf jeden Fall, Sticker haben wir auf jeden Fall genug. Genau. Mein Abschlussspruch ist, lasst uns netzwerken. Ich sage immer, the more, the merrier. Also je mehr, desto besser. Und sucht euch Leute, die euch helfen können, egal auf welcher Mission ihr gerade unterwegs seid. Ich arbeite auch immer viel mit Mentoren und Mentorinnen zusammen und freue mich und würde mich auch gerne mit euch allen verbinden. Also kommt gerne auf uns zu. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Anna, und einen großartigen Applaus für Anna Filby, bitte. So, wir gehen gleich weiter zum nächsten Agendapunkt an dieser Stelle. Jetzt haben wir schon das Young Mobility Network kennengelernt. Wir haben das Netzwerken kennengelernt und auch mal direkt geprobt. Und ich freue mich jetzt, den nächsten Impulsvortrag anmoderieren zu dürfen. Zu diesem Impulsvortrag gibt es eine kleine Geschichte, die ich euch noch mitgeben will. Denn ihr könnt euch vorstellen, wir als Young Mobility Network, wir sind nicht immer perfekt professionell organisiert. Und wir haben vor einigen Wochen, saßen wir zusammen, haben das Programm für heute geplant und dann gesagt, ja, wir möchten das... Wir saßen gestern Abend noch zusammen, also. Ja, also das, was jetzt kommt, haben wir nicht nur gestern Abend gemacht, aber wir haben noch wirklich bis in die Nacht alles vorbereitet. Genau, mit dem Vortrag war es so, wir haben unser Programm so Stück für Stück zusammengestellt, gesagt, okay, wir möchten unseren Young Mobility Spirit mit auf die Bühne bringen, das werden wir gleich auf dem Panel nochmal sehen. Und dann dachten wir so, naja, irgendwie fehlt noch was an der Stelle. Und dann habe ich Linus angerufen und meinte so, hey Linus, ich habe da so eine Idee. Du mit deinem Spirit und ihr mit eurem Startup passt einfach richtig gut in das, was wir beim Young Mobility Network machen wollen. Dann meinte ich so, ja, du hast halt so ungefähr noch so heute Nachmittag Zeit, dann musst du dich entschieden haben, weil dann ist die Deadline für die Speaker-Anmeldung. Und deswegen freue ich mich, dass wir es hinbekommen haben, dass wir jetzt einen spannenden Impulsvortrag von Linus Frank bekommen, der sich mit den Themen Growth und Strategy in seiner vorherigen Karriere, sage ich mal, auseinandergesetzt hat und jetzt Managing Director bei Vesputi ist. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Linus, schön, dass du da bist und einen kräftigen Applaus für Linus Frank, bitte. Danke. Perfekt. Nee, passt schon. Ja. Falls mal das Mikrofon nicht nah genug am Mund ist, gebt mir gerne ein Zeichen, weil das merkt man manchmal selber dann gar nicht. Genau. Erstmal freut es mich sehr, dass ich da sein darf. Zu mir, ich bin Linus, bin Mitgründer bei Vesputi und genau, wir sind auch im Bereich Mobilität unterwegs. Mir wurde von meinem Kollege, der dann den Max auch kennengelernt hat, nochmal nahegelegt, dass ich doch eigentlich vielleicht gar nicht mehr jung genug sei. Das heißt, man weiß es immer nicht genau.
Und es gibt ja keine Beschränkung, genau. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf und ich würde gerne mit einem Thema anfangen, wo ich mir erst überlegt habe, ob ich es überhaupt tun soll, aber am Ende ist es doch nochmal wichtig, darauf einzugehen, warum machen wir überhaupt das, was wir tun. Also warum ist Mobilität so wichtig? Als Fakt nebenbei, als wir angefangen haben, diesen Punkt auch mehr hervorzuheben, ist es tatsächlich wesentlich einfacher geworden, auch richtig gute und auch viele junge Leute mit für unser Unternehmen zu gewinnen. Und, das war eine doppelte Folie, aber ich will noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen, warum machen wir das überhaupt? Und ganz einfach mit einer Frage gestartet, wie bewegen wir uns eigentlich? Was ist geteilte Mobilität in Deutschland? Und die Frage ist einfach beantwortet, das ist eigentlich ÖPNV. Das ist nicht nur der Bus, da gehört natürlich auch Bahn und Schiene mit dazu. Aber wenn wir das mal daneben stellen, neben wie viele Leute fahren eigentlich Taxi, E-Scooter oder sonstiges, ÖPNV ist wirklich der Kern von geteilter Mobilität. Das ist schön und gut, aber gleichzeitig auch ein Problem, weil geteilte Mobilität ist nämlich der kleine rechte weiße Fleck im oberen Bildrand, weil nämlich immer noch ca. 80% einfach mit dem Pkw unterwegs sind. Jetzt fragt man sich, warum ist denn das ein Problem? Das ist doch ganz nett im Auto. Aber da kommt man dann wieder relativ schnell zum Punkt, wo man jetzt wahrscheinlich auch eine Woche lang drüber streiten könnte, weil man sich natürlich drüber streiten kann, wie viele Leute sitzen denn im Auto, wie viele sitzen im Bus. Es gibt doch auch ein E-Auto. Aber wenn man sich dann mal die Geschichte anguckt, klar, 10 Leute im E-Auto sind besser als 10 Leute im Auto. Aber wenn man die Leute, die 10 Stück jetzt auch noch in einen Bus rein setzt, der halt auch ein E-Bus ist, dann ist man doch wieder besser aufgestellt. Und das ist eine Diskussion, die ist uralt. Das ist ein Bild aus den 90ern. Das Bild gibt es irgendwie immer mal wieder, wo man dann sagt, hey, die ganzen Leute in diesem Bus, dann ist doch die Stadt viel sauberer, dann ist doch die Luft viel reiner, dann haben wir doch viel mehr schönen Lebensraum in der Stadt. Und genau da müssen wir eigentlich hin. Wir haben uns ja als Gesellschaft auch gesagt, okay, wir werden CO2-Emissionen drastisch reduzieren. In Deutschland sind wir jetzt von 1990 auf 2020, haben wir so ungefähr 41% eingespart. Was dabei das Traurige für den Verkehr ist, der Verkehr ist da nicht so wirklich mit dabei. Das heißt, da wurden jetzt 11% eingespart bis 2020, da steckt noch so ein Corona-Effekt und so mit drin. Das heißt, im Verkehr sind wir echt zu langsam unterwegs. Und ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, das auch von der Politik mitkommt, ist, doppelt so viele Leute in ÖPNV mit reinzukriegen, um genau dieses Thema anzugehen. Und das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten, dass das auch der Grund ist, warum wir das machen, was wir tun. So, das ist ein extrem wichtiger Teil im Verkehr der ÖPNV, um Verkehr nachhaltiger zu machen, um die Städte lebenswerter zu machen. Und das ist zumindest das, was mich motiviert, in der Branche mit dabei zu sein und da auch was zu bewegen. So, die Frage, die der ÖPNV sich stellen muss, ist, was kann man denn jetzt eigentlich tun, um das Angebot so attraktiv zu machen, dass die Leute auch tatsächlich doppelt so viel im ÖPNV unterwegs sein werden in der Zukunft? Wie kriegen wir den ÖPNV gut in vernetzte Angebote mit integriert und machen ihn einfach zugänglich für die Leute, dass sie auch Spaß haben, ihn zu nutzen? Und da könnte man jetzt wieder eine Woche drüber reden. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, die man tun kann, die auch miteinander vernetzt sind und nicht unabhängig davon sind. Also vom Angebot, wie schaut die Infrastruktur aus, wie schauen die Busse aus, über den Zugang, wo buche ich, wo kriege ich die Infos her, bis hin zum Preis. Das heißt, wie wird das Ganze überhaupt finanziert und können die Leute das überhaupt bezahlen, was es denn dann dazu zur Nutzung gibt. Und heute würde ich gerne mal mehr über den Zugang sprechen. Das heißt, digital, wie kriegen wir Leute gut und einfach informiert und digital dann auch in den ÖPNV zur Nutzung. Und da hatte ich dann ja, wie Max schon gesagt hat, eine ganze paar Tage Zeit, mir Gedanken zu machen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eigentlich zwei Punkte gibt, die ich sehr, sehr wichtig finde bei dem Thema. Und aber gleichzeitig auch noch einen Lösungsansatz mitbringen will, der auch nicht immer so in der Branche gelebt wird. Punkt 1 ist der Produktfokus. Wir hatten gerade beim Netzwerken schon drüber geredet,
dass es ja sehr oft so ist, dass digitale Produkte, sag mal, wirklich in so einem klassischen Projektsetting entwickelt werden, auch in der Branche. Das heißt, man überlegt sich, wie schaut denn so eine, also was wollen wir denn für eine App haben? Wir hatten vorhin auch kurz drüber geredet, so da wird immer der Durchschnittsmensch genommen, dann wird für den Durchschnittsmensch wird irgendwie eine App definiert, die wird designt und dann wird gesagt, okay, Meilenstein 1 in 2 Monaten, 2, 3 und dann ist das Produkt fertig. Und ein erfolgreiches Produkt ist es dann, wenn halt innerhalb des Zeitrahmens, innerhalb des Budgets eine App dort steht. Was jetzt aber in der Zwischenzeit passiert im Sinne von, was für neue Technologien gibt es vielleicht, was für Erkenntnisse hat man dann vielleicht, wenn man mit Leuten nochmal spricht, was ist vielleicht doch wichtiger, die werden da meistens nicht so gut mit berücksichtigt. Auch wenn man ganz am Anfang so ein bisschen Feldforschung macht, trotzdem ist einfach zu wenig Iteration drin. Das ist ein Thema, so entwickeln wir auch bei Vesputi als Technologieunternehmen unsere Produkte. Wir entwickeln halt ein Produkt, ja. Das heißt, wir haben eine klare Vision, was wollen wir erreichen. Wir haben Ideen, die testen wir dann, designen, bilden kleine Beispiel-Testprodukte und sehen dann halt, wie gut funktioniert es denn tatsächlich. Und wir können halt während des Entwicklungsprozesses darauf eingehen, was gibt es für neue Technologien, was gibt es für neue Verhaltensweisen von Menschen beispielsweise und haben auch gar kein Problem, mal was wegzuwerfen. Das heißt, für uns ist es auch ein Erfolg, wenn wir im Prozess sehen, war eine dumme Idee, dann feiern wir das eigentlich, dass wir gelernt haben, dass es eine dumme Idee war und verwerfen die dann einfach und machen mit der anderen Idee weiter. Das heißt, man hat eigentlich immer eine Hypothese, die testet man und am Ende hat man ein cooles Produkt, das Leute gerne nutzen und das zu der Vision, die man hatte, beiträgt. Wenn man jetzt im ÖPNV, also ich muss zugeben, wir haben auch Projekte mit umgesetzt und kennen da auch die Probleme bei. 2, 3 Probleme möchte ich dabei nennen und zwar, beziehungsweise auch Fragen, die man sich dabei stellen muss. Eine wichtige Frage ist, mache ich denn sowas selber oder mache ich das halt mit einem Partner? Was wir sehr oft beobachten ist, dass Unternehmen auch in der Verkehrsbranche sagen, mache ich natürlich selber so. Ich suche mir eine Agentur, ich entwickle dieses Produkt und nicht so oft die Frage gestellt wird, okay, was gibt es denn für eine komplett fertige Lösung, die ich vielleicht viel schneller, viel besser mit den Erfahrungen dieses Unternehmens dann auch nehmen kann und einsetzen kann und sofort startklar bin. Da kommt sehr oft dann der Gedanke mit ins Spiel, dass man sagt, ja, wir sind aber halt ein bisschen anders, wir sind irgendwie besonders, bei uns passt es nicht. Und ja, das haben wir als Unternehmen auch oft, dass wir denken so, okay, diese Lösung, die passt nicht 100% zu dem, was wir jetzt gerade eigentlich brauchen. Aber wir stellen uns dann trotzdem immer die Frage, den Aufwand, den ich jetzt betreiben müsste, um das tatsächlich neu zu bauen und tatsächlich genauso zu bauen, wie ich mir das jetzt vorstelle, ist dieser Mehrwert so groß, dass sich der Aufwand dann auch lohnt. Und da ist halt meistens die Antwort, nein, ist es nicht. Und das ist auch bei den meisten Apps, Angeboten und so weiter meiner Meinung nach der Fall. Ein zweites Thema ist Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt natürlich in so einem Projektsetting mit einem ziemlich großen Budget eine App entwickle, dann fällt es mir natürlich relativ schwer, ganz am Ende zu sagen, okay, Geld ist schon ausgegeben, es ist eine schlechte Idee, ich verwerfe jetzt diese App, sondern dann muss ich natürlich diese App weiter betreuen, weiter pflegen und muss mich darum kümmern. Wenn ich jetzt die ganzen Komponenten einkaufe und vielleicht dann auch noch in so einem Geschäftsmodell, dass es keine große Anfangskosten mit sich bringt, sondern halt wirklich auch nutzungsbasiert ich dafür bezahle, dann habe ich wiederum kein Problem, eine Idee zu verwerfen, weil keine hohen Fixkosten, werfe ich weg, nehme ein anderes Produkt, verfolge eine andere Idee. Dritter Punkt, Weiterentwicklung. Das sehen wir auch extrem oft in Projekten. Da ist dann das ganze Problem, okay, jetzt habe ich in einem Projekt so eine Idee umgesetzt, jetzt ist die App da. Was liegt denn jetzt eigentlich der Agentur dran, dieses Ding weiter zu betreuen? Klar, ist irgendwie ein guter Wartungsvertrag, der schadet auch nicht, aber so emotional wirklich viel da rein zu investieren, ist eigentlich nicht da. Und wenn ich halt dann wirklich ein Produkt nutze, eine White-Label-App von irgendeinem Anbieter, der das wirklich standardisiert hat, dann steckt da richtig Herzblut drin. Dann ist es ein Anbieter, der entwickelt es weiter, der integriert neue Technologien und kümmert sich darum, dass das Ganze halt auch wirklich langfristig gut lebt. Das ganze Thema ist natürlich wirklich überhaupt nicht unabhängig voneinander und es ist auch nicht einfach zu sagen, okay, ich mache bisher Projekte, jetzt mache ich mal ein Produkt.
weil du brauchst ein komplett anderes Team. Also du hast eine andere Art von Leuten mit anderen Erfahrungen, um ein Produkt umzusetzen im Vergleich zum Projekt. Das heißt, es ist auch nicht ganz einfach und es ist auch in der ÖPNV-Welt mit dem ganzen Thema Ausschreibungen nicht so trivial jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt eine iterative Produktentwicklung und gehe komplett weg von dem Projektthema, weil man eigentlich fast verdammt zu ist, ein Projekt umzusetzen. So, ein zweites Thema ist Lebensgefühl ÖPNV. Und zwar beim ÖPNV sehen wir, dass sehr oft Werbung für das lokale Unternehmen gemacht wird. Die Branche hat es aber noch nicht so wirklich geschafft, wirklich gute Werbung zu machen für den Service-ÖPNV. Das heißt wirklich so ein Lebensgefühl zu vermitteln, wie wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe keinen Tesla, aber ich stelle mir vor, wenn ein Tesla-Fahrer an die Ampel fährt und einen anderen sieht, dann lachen die sich an und denken so, mega. Wenn jetzt jemand im Bus einsteigt, dann gibt es halt so ein Gefühl nicht. Ja? Dann steigt man ein und hat so irgendwie gar nichts. Und beim Tesla ist es ja auch nicht von Natur aus so, sondern da steckt halt ein richtig gutes Marketingkonzept dahinter, das die Leute an sowas glauben lässt. Beim Deutschland-Ticket, da haben wir das erste Mal geschafft, sowas auch wirklich mit anzufangen. Das heißt, da gab es dann wirklich, ich bin selber Schwabe, deswegen darf ich dieses Bild da drauf packen, aber konnte man das erste Mal wirklich Werbung machen, so hey, wir sind günstig, könnt ihr mit uns unterwegs sein. Ihr könnt irgendwie flexibel hinfahren, wo ihr wollt. Das ist viel günstiger als das Auto und ihr könnt auch in ganz Deutschland unterwegs sein. Was aber gleichzeitig ein Thema ist, das ist dann hier so ganz, ganz klein unten mit dabei. Die Branche versucht trotzdem auch in so einem Thema dann sich wieder abzugrenzen. So, es gibt halt kein XXX Deutschland-Ticket, sondern es gibt halt das Deutschland-Ticket, ein mega cooles Ticket. Und das ist so ein Thema, wo man noch sehr viel dran arbeiten muss, wo man aber auch mit auf andere Unternehmen bauen kann, die einem dabei helfen. Da kommen wir dann auch zum Thema Wettbewerb. Wettbewerb ist so ein Ding, das wird teilweise sehr gern gesehen, ja, wenn es um so ein Thema geht wie, lass mal eine Ausschreibung machen, dann will man natürlich verschiedene Angebote sehen, vergleicht die, kreiert so einen Wettbewerb, wo man dann auswählen kann, was man möchte. Wenn es jetzt aber darum geht, wer verkauft denn zum Beispiel so ein Ticket? Wer hat denn zum Beispiel eine App? Da wird dann eher wieder so versucht zu sagen, nee, das machen wir mal ganz schön alleine, weil das ist ja ein ziemlich großes Risiko, wenn das jemand anders macht. So, wir kennen dann unsere Kunden nicht mehr, wir verlieren die Kontrolle. Wenn das jemand anders will, dann wird es ja auch ein super großes Projekt, wo man Leute für braucht. Und wenn man sich dann aber mal anguckt, so, was machen denn andere Mobilitätsanbieter, ja? Dann sieht man halt auch, die sind alle vernetzt. Wenn ich eine Sixt-App runterlade, dann kann ich da meinen Tierscooter buchen. Wenn ich bei Booking.com reisen gehe, dann kann ich alles mit dazu buchen, außer ein ÖPNV. Also ich kriege ein Taxi angeboten, ich kriege einen Mietwagen angeboten, aber ich kann halt nicht in den ÖPNV umsteigen. Zumindest nicht direkt, sag mal, in so einem Paketdeal das ganze Thema buchen. Da ist aber auch wieder das Deutschland-Ticket mitzunennen, das das Ganze ein bisschen verändert hat, weil da haben dann doch Anbieter angefangen, wie zum Beispiel ein ADAC, um da mal ein positives Beispiel zu nennen, das ganze Thema mit anzugehen und auch das Ticket mit anzubieten. Das heißt, da ist dann ein Automobilkonzern, nicht Konzern, eher ein Automobilclub, der größte sogar, zumindest in Deutschland und Europa, unterwegs, eigentlich mit den Kundinnen und Kunden, die voll aufs Auto fokussiert sind und positioniert da den ÖPNV mit. Das heißt, so als Impuls ist eigentlich der Gedanke, den Wettbewerb nicht als was Negatives, Gefährliches zu sehen. Vielleicht ist auch Wettbewerb das komplett falsche Wort, deswegen das Fragezeichen, sondern vielleicht wirklich als Hebel zu sehen, um Produkte zu entwickeln, auch wenn man in dem ganzen Ausschreibungschaos gefesselt ist, und um das Thema Lebensgefühl ÖPNV mit voranzutreiben. Und da habe ich 3 Beispiele mitgebracht, um auch mal die Vorteile zu nennen. Ein Beispiel ist Deutschlandcard. Bonuspunktesystem, eigentlich überhaupt nichts mit Mobilität zu tun, verkauft aber das Deutschlandticket. Warum macht es Sinn? Da müsste man jetzt wieder ganz an Anfang springen, wo man dann sieht, 80% der Leute fahren mit dem Auto, nicht mit dem ÖPNV. Und diese App hat mehrere Millionen Nutzende. Das heißt, man hat 80% dieser mehreren Millionen, die diese App nutzen,
die eigentlich nicht ÖPNV fahren. Die kriegen jetzt plötzlich das Angebot, das Deutschlandticket zu buchen. Man kann die direkt ansprechen, man kann die dafür begeistern, was man jetzt mit seiner eigenen App nicht machen könnte. Das heißt, man hat einen komplett neuen Kanal. Die zweite App ist ein Beispiel, da kriegt man für nachhaltige Mobilität Punkte. Das heißt, je nachdem, wie ich mich fortbewege, erkennt die App, was ich gerade tue, aufgrund von Beschleunigungsdaten, Bewegungsdaten und so weiter. Ich kriege Punkte dafür und kann die dann einlösen. Das heißt, in einen, keine Ahnung, in einen 10 € Adidas-Gutschein, wenn ich so und so viele Nachhaltigkeitspunkte gesammelt habe. Das ist halt ein super Tool, um dann zum Beispiel auch Kunden zu binden, Kunden zu motivieren, mehr ÖPNV zu fahren. So Problematiken wie zum Beispiel hohe Kündigungszahlen im Deutschlandticket einfach anzugehen, weil man die incentiviert, das nicht zu tun. Und das dritte Beispiel ist dann wirklich die Hotelbuchung. Ich hatte es vorhin schon mal kurz genannt. Warum die Leute nicht dort abholen, wo sie eh schon sind? Warum nicht die Leute, wenn sie ihr Hotelzimmer buchen, dort irgendwie ihr Frühstück mit in den Warenkorb legen, auch das ÖPNV-Ticket mit in den Warenkorb legen lassen? Im Normalfall Leute von auswärts, sonst würden sie kein Hotelzimmer suchen, werden so einfach mit abgeholt und in den ÖPNV gesetzt. Das heißt, aus unserer Perspektive ist das ganze Thema halt wirklich kein Wettbewerb, das ist ein Zugang zu neuen Kundengruppen, das ist die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und es ist kein Wettbewerb, weil nämlich die Branche die Möglichkeit hat, das ganze Thema zu kontrollieren, die Infrastruktur zu schaffen, die Infrastruktur bereitzustellen, dass man am Endeffekt vorne Frontends für die Nutzenden hat, um einfach in ÖPNV einzusteigen. Das Ganze kommt nicht von irgendwo her, das ist auch keine Fantasiegeschichte, sondern es ist im Endeffekt tatsächlich die Geschichte, wie wir auch zu Vesputi kamen. Das ist die Grundidee von dem, was wir tun. Das heißt, wir entwickeln genau so eine Plattform, wo Verkehrsbetriebe mit draufkommen können, wo wir Vertrieb für diese Verkehrsbetriebe machen und dann auch die technologische Vernetzung mit solchen Use Cases herstellen. Und es ist auch eine Plattform, die Verkehrsbetriebe selbst nutzen können, um zum Beispiel für ihren On-Demand-Shuttle dann ein ÖPNV-Ticket mit anzubieten. Das ist noch so ein bisschen der letzte Punkt. Max ist mit dem Publikum. Ioki ist einer unserer Kunden, mit dem wir genau dieses Thema auch umsetzen. Und wenn ihr das spannend findet, dann kommt gerne morgen vorbei. Wir werden den Use Case mit Ioki präsentieren und da ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie so eine Integration aussieht und wie die dann auch funktioniert. Genau. Falls ihr netzwerken wollt, könnt ihr gerne scannen. Und ja, danke fürs Zuhören. Super, danke dir. Vielen Dank für die Vorstellung, für den Impulsvortrag. Ja, den kannst du, glaube ich, auch erstmal da hinlegen. Ich nehme es dir gleich ab. Genau, ich glaube, was ich immer super spannend finde in unseren Unterhaltungen, in unseren Gesprächen, ist halt, dass wir auch in allen möglichen Industrien und vor allem hier allen voran in der ÖPNV-Branche auch mal anders denken können, wenn wir an neue Lösungen denken wollen. Also anstatt, wie du schon meintest, also zu sagen, ich habe jetzt eine klare Roadmap, irgendwie, ich habe eine Checkliste, 1, 2, 3 Schritte und dann frage ich mich, wieso die App nicht funktioniert oder wieso ich keine Traction bei den Kunden bekomme. Und da dieses Mindset mit dabei zu haben, zu iterieren, durchzugehen, aus Fehlern zu lernen vor allem. Also ich glaube, das ist das, was ich auch oft gesehen habe, was viele Firmen nicht tun. Und das ist auch die Überleitung, glaube ich, auch zu dem, was wir als nächsten Agendapunkt haben. Linus, da kannst du schon mal das Mikrofon nehmen. Genau, ich möchte an der Stelle zu unserem nächsten Agendapunkt übergreifen. Wir haben jetzt gelernt, wie wir miteinander netzwerken können. Wir haben jetzt einen Impuls bekommen, dass man Mobilität auch anders und neu denken kann. Und genau das werden wir jetzt auch auf unserem Panel tun. Ich begrüße unsere 4 Panelists. Ich bitte euch alle langsam mal hier auf die Bühne zu kommen, dass wir uns mal hier hinsetzen können. Und das Publikum bitte ich, das Panel mit einem schönen Applaus zu begrüßen. Ich möchte euch alle auch erstmal abholen, was hat es mit dem Panel überhaupt bei uns auf sich. Bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen, würde ich das an der Stelle nochmal kurz mitmachen. Wir sind das Young Mobility Network mit über 300 Mitgliedern und Mitgliederinnen. Da ist es nicht so einfach, alle mit auf die Bühne zu holen, geschweige denn alle nach Berlin zu bekommen. Deswegen haben wir uns für dieses Jahr etwas Neues überlegt. Wir haben in unserem Netzwerk eine Umfrage gestartet mit einigen Fragen, die haben wir in unserem Netzwerk verteilt.
Was sind denn die Stimmen, was sind denn die Beweggründe der jungen Leute, der jungen Mobilitätsenthusiasten? Was wünschen sie sich für die Mobilität der Zukunft? Welche Painpoints haben sie? Und das haben wir in der Umfrage mal abgefragt in unserem ganzen Netzwerk. Die meisten von euch, die jetzt auch über das Young Mobility Network hier sind, haben diese E-Mails von uns in den letzten Tagen und Wochen bekommen. Und wir haben das alles mal ausgewertet und werden mal diese Themen auch genau heute adressieren. Und das ist auch so die Struktur unseres Panels. Und an der Stelle begrüße ich euch. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben hier Linus Frank, den ihr gerade eben schon auf der Bühne gehört habt. Christina Groth von Aoki, aber ihr stellt euch gleich nochmal selber vor. Benita Kartenkamp und Dr. Ines Kagan-Kafgan. Und nochmal einen ganz herzlichen Applaus für unser Panel. Genau, die Vorstellung möchte ich euch überlassen an dieser Stelle, aber ich möchte euch immer auch eine kleine Frage mitgeben. Christina, welche Rolle siehst du denn für digitale Lösungen im Mobilitätswandel und wie trägt deine Arbeit dazu bei? Sorry, ihr habt ja ein Mikrofon. Ja, an der Stelle. Ich hoffe, das funktioniert. Genau. Ja. Genau, ich bin Christina und bin eben nicht nur für den Regional Hub in Hamburg zuständig, sondern ich habe mir während meines Studiums, ich habe Geografie studiert, eben überlegt, ich komme aus dem ländlichen Raum, ich möchte eben gerne auch die Mobilität dort verbessern. Ich war kurz so ein bisschen auf Abwägen, ich war erst für Verkehrsunternehmen im städtischen Raum zuständig und wollte dann aber eben auch herausfinden, wie ich eben vor allem dann durch digitale Lösungen auch den ländlichen Raum verbessern kann. Und ich arbeite jetzt bei Aoki ebenfalls im Sales-Team wie die Anna, nur eben für den deutschsprachigen Raum und habe da eben die großartige Möglichkeit, nicht nur durch Mobilitätsanalysen, sondern eben auch durch unsere On-Demand-App einfach den ländlichen Raum besser zu machen, eben dadurch, dass dort die letzte und auch die erste Meile einfach durch eben diese Services angebunden wird an den bestehenden ÖPNV. Super, danke dir für die kurze Vorstellung. Genau, gebe direkt weiter an Benita. Du hast ja einen Hintergrund im öffentlichen Verkehr, aber auch viel mit digitalen Lösungen in der Vergangenheit gehabt. Die Frage ist, während du dich auch gerne vorstellst, welche Trends siehst du denn in dem Bereich ÖPNV in Verbindung mit Digitalisierung? Ja, danke Max. Genau, ich bin Benita, ich bin bei Qperia, war vorher längere Zeit bei der Deutschen Bahn, konnte also mal alles mitbekommen, wo es so überall hapert und kann jetzt an Lösungen arbeiten in einem super coolen, diversen Team und vor allem an sehr vielen Themen, meistens halt auch mit IT-Fokus. Und ja, gerade in dem Kontext machen wir uns halt auch häufig Gedanken, wo sehen wir insbesondere den öffentlichen Verkehr in der Zukunft. Und ich glaube, da spielen insbesondere die Themen eine Rolle wie künstliche Intelligenz, dass wir hier noch viel zu wenig eigentlich diese anwenden und haben noch viel mehr Möglichkeiten, insbesondere autonomes Fahren. Also ich glaube, dass wir ohne autonomes Fahren in der Zukunft den öffentlichen Verkehr nicht wesentlich verbessern können. Und es gibt noch weitere Themen, witzigerweise hatte Linus die eben auch schon angesprochen, also die Erweiterung von Mobility as a Service sehe ich insbesondere in Mobility as a Feature, können wir auch sonst gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber auch Corporate Mobility as a Service sind coole Themen, die ich zukünftig noch viel größer sehe. Ja, du hast schon ein paar Trends angesprochen, wir werden gleich nochmal, das passt perfekt, weil da werden wir in unserer Frage auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Möchtest du kurz das Wort weitergeben an Ines? Wir haben jetzt natürlich viel über Digitalisierung und verschiedene technische Lösungen gesprochen, aber ein super interessanter Punkt, den ich persönlich sehr interessant finde, ist das Thema Gender und Equality im Bereich der Mobilität. Und Ines, was trägt deine Forschung dazu bei und ja, was machst du in dem Bereich? Genau, also ja, das ist jetzt irgendwie immer so der Einstiegspunkt bei mir. Ja, was hat denn Gender mit der Mobilität zu tun? Und eigentlich ziemlich viel, weil das wurde bisher kaum beachtet. Und ja, es gibt total viele Unterschiede, wie Frauen und Männer eben unterwegs sind, wie sie sich im Alltag bewegen, was sie für Bedarfe haben, wann sie unterwegs sind. Allein auch physische Unterschiede, die sich dann zum Beispiel in Ergonomie, in den Sitzen widerspiegelt, die halt einfach nicht ausreichend adressiert sind in der Praxis. Also solche Dinge gucke ich mir an. Und ich habe auch einen ganz bunten Hintergrund. Ich habe öffentliche Verwaltungswirtschaft studiert, ich habe Soziologie in Master und dann im Verkehrswesen in der integrierten Verkehrsplanung promoviert und mir dann eben angeguckt, jetzt mal wieder was ein bisschen anderes, warum so wenig Frauen Carsharing-Autos mit Elektroautos nutzen oder die Services nutzen und habe mir eben da Maßnahmen überlegt. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da noch hören werden. Super spannendes Thema, was oft zu wenig Beachtung findet. Von daher freue ich mich, dass du hier mit dabei bist. Dann noch
ein letztes Mal, wir haben noch ein paar Zuschauer mit dazu bekommen, die vielleicht den Vortrag gerade eben noch nicht gehört haben. Das Mikrofon bitte einmal nochmal zu Linus rüber. Linus, nochmal ganz kurz zu dir und zu den Chancen und Herausforderungen, die du vor allem für Startups siehst in der ÖPNV-Branche. Ja, genau. Mein Name ist Linus, bin Mitgründer bei Vesputi. Vom Hintergrund her bin ich klassisch Wirtschaft studiert und dann ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, Beratungsprojekte mit größeren Startups gemacht und dann vor 5 Jahren zu Vesputi mit dazu. Chancen und Herausforderungen für Startups. Ich glaube, leicht ist immer gar nichts, wenn man ein Startup macht. Das heißt, Herausforderungen sind auf jeden Fall auch in der ÖPNV-Branche da. Es ist im Endeffekt, hatte ich vorhin schon ein bisschen drüber geredet, eine sehr ausschreibungsgetriebene Branche. Das heißt, manche Sachen gehen nicht so schnell, wie man die gerne machen würde. Und das ist dann aus Finanzierungsperspektive eine Herausforderung. Also so Vertriebszyklen sind ein bisschen länger, als man das vielleicht in anderen Branchen kennt. Und das ist eine große Herausforderung. Eine riesige Chance ist aber, dass es halt eine Branche ist, wo viel passiert, wo man, hast gerade auch schon angesprochen, so künstliche Intelligenzthemen, Digitalisierungsthemen, das ist eigentlich schon ein Unwort, Digitalisierung, aber dort gibt es noch sehr viel zu digitalisieren und sehr viel, das man bewegen kann. Man hat am Ende sehr treue und sehr gute Kunden, man kann sehr gute Beziehungen zu Verkehrsbetrieben aufbauen und arbeitet da wirklich auf Augenhöhe dann auch mit sehr vertrauenswürdigen Personen zusammen und das macht Spaß. Ja, danke dir dafür, auch für die kurze Vorstellung. Ich glaube, da sprichst du auch Themen an, die wir heute noch in dem Panel hören werden. Ich möchte auch direkt mal ins erste Themenfeld hereinstarten. Wie gesagt, wir haben, die Basis für unser Panel war die Umfrage, die wir uns im Netzwerk gestellt haben. Wir haben unser Netzwerk erstmal ganz einfach gefragt, woran denkst du, wenn du ÖPNV hörst? Das heißt, ich möchte mit euch erstmal darüber reden, ÖPNV zwischen Lebensader der Stadt und Herausforderungen auf dem Land. Ich glaube, ich spreche da vielen aus der Seele, zumindest als ich die Antworten durchgegangen bin bei uns aus der Umfrage, habe ich mich da auch wieder drin gesehen. Oft sehen wir ja, dass die Busverbindungen in der Stadt besonders gut sind, auf dem Land dann eher weniger. Und da möchte ich mal so die Frage an die Runde geben. Kommt jetzt ihr drei erstmal aus dem Bereich Digitalisierung sehr stark. Wo seht ihr denn da zum Beispiel die Möglichkeiten, dass neue Technologien, Digitalisierungsplattformen dort helfen können an dieser Stelle? Ich würde vielleicht mal anfangen, und zwar also auch auf Basis dessen, was wir halt mit den Kunden an Themen so haben, insbesondere auch mit meinem DB-Hintergrund. Ich glaube, dass wir viel zu wenig die Daten, die wir bekommen über Kundenservice beispielsweise, auch für den operativen Betrieb nutzen. Also diese Bereiche sind viel zu sehr noch entkoppelt voneinander. Und ich glaube, dass wir hier dass uns ganz viele Daten verloren gehen. Und auf der anderen Seite finde ich, ist noch ein Thema, dass wir auch dann nochmal unterstützend durch KI, auch durch lernende Modelle nochmal mit den Informationen, die wir haben, viel besser Vorhersagen auch machen können. Wie ist der künftige Bedarf in einer bestimmten Region? Wenn ein Zug ankommt, wie wird die Nachfrage an der Stelle sein? Also sowas passiert schon, da haben wir schon Projekte, aber ich glaube, dass wir da noch viel zu pilotartig unterwegs sind und da noch keine Lösung für haben, dass das wirklich übergreifend diese Technologien oder diese Lösung irgendwo Anklang finden. Das heißt, das Potenzial ist da, Daten haben wir, also Daten werden ja übergeneriert, aber wir machen noch nichts daraus oder noch zu wenig an dieser Stelle. Genau, direkt dazu, Christina? Genau, ich würde an der Stelle tatsächlich auch ergänzend vernetzter denken. Also ich habe häufig das Gefühl, meine Arbeit, dass irgendwie an der Landkreisgrenze quasi aufgehört wird mit einem Service. Und an der Stelle eben vor allem auch im ländlichen Raum Regionen mehr zu vernetzen, Landkreise, Städte untereinander, dass da eben die ganzheitliche Mobilität einfach auch gefördert werden kann. Also dann auch mehr nicht nur in den starren Grenzen denken und dann aufhören. Also es geht ja genau so in die Richtung. Da möchte ich das Wort kurz weitergeben an Ines. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt Stadt und Land, da haben wir verschiedene Unterschiede. Wie siehst du denn
wie können wir denn welche Ansätze können wir denn verfolgen oder welche Ansätze verfolgst du vielleicht für mehr Gleichheit im ÖPNV-Bereich? Nicht nur jetzt zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen verschiedenen Personengruppen. Ja, also um mit Stadt und Land anzufangen, ist es ja ein himmelweiter Unterschied, einfach von den Gegebenheiten, aber auch von den Problemen, die man adressieren muss. Und da ist dann im Prinzip die Frage, was sind die Bedarfe? Weil wir haben in den ländlichen Gebieten, genau wie in der Stadt, eine Daseinsvorsorge zu erfüllen mit dem ÖPNV. Und das heißt aber nicht, dass wir alle Stunde irgendwie 3 Busse fahren lassen, die dann einfach nicht genutzt werden. Das heißt, wir müssen uns wirklich angucken, wer braucht wann die Busse. Und häufig ist es so, also Digitalisierung ist dann natürlich toll, wenn es dann aber Projekte gibt, die dann auch wieder vorrangig in der Stadt sind, weil da sind mehr Menschen und die sind alle digitalitätsaffin und da klappt das. Da ist im ländlichen Gebiet einfach eine ganz andere Herangehensweise. Da muss man sich wirklich die Leute angucken, wer sind die, was brauchen die. Und man muss auch von diesem Gedanken wegkommen, dass alle in der Lage sind, digitale Angebote einfach zu nutzen und das vorauszusetzen, dass es die 80-jährige Oma schafft. Sie sind ja jetzt mittlerweile alle total smartphone-affin, die können das ja. Und dann bieten wir das an. Also da muss man die mitnehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann man dann eben zum Beispiel durch Kampagnen, wo erreicht man diese Leute? Wie kommt man an die ran? Wie kann man diese Angebote streuen und auch bekannt machen? Das ist ganz wichtig. Und dann auch im ländlichen Raum auch nochmal der Aspekt, dass wir da nicht uns einfach nur an einem Vollzeit arbeitenden Menschen orientieren. Zum Beispiel, und jetzt ist ein Gender-Thema, ältere Frauen haben seltener einen Führerschein als Männer und sind dadurch häufiger darauf angewiesen, dass sie von irgendjemandem mitgenommen werden, sei es der ÖPNV oder ein PKW, wie auch immer. Und da ist gerade im ländlichen Raum, wenn der ÖPNV halt nicht ganz so gut ausgebaut ist, keine hohe Taktdichte hat, dann eher problematisch, wo man dann wieder eher ein Auto in der Nachbarschaft hat oder dann organisiert, dass man gefahren wird. Also das ist dann nicht zielführend. Also höre ich da an der Stelle heraus, wir müssen die Kunden besser verstehen. Also das geht ja genau in den Bereich, was wir gerade im Impulsvortrag gehört haben, anstatt irgendwie Person XY, für die entwickeln wir jetzt eine Lösung, sondern halt wirklich zu gucken, okay, wir haben verschiedene Personengruppen, Mobilität ist jetzt viel diverser, kann man sagen, also jeder und jede hat verschiedene Mobilitätsbedürfnisse. Wo wir dann wirklich kundenorientierter denken müssen. Vielleicht noch ein letztes Mal zum Thema kundenorientiert, Linus, da muss ich direkt, wie ich schon meinte, an deinen Vortrag denken. Was würdest du sagen, gibt es denn für Möglichkeiten, auch vor allem als Startup, oder aus deiner Startup-Erfahrung heraus, welchen Tipp würdest du denn mitgeben? Wir haben jetzt viele Busunternehmen hier, viele aus dem ÖPNV. Wie kann man denn besser kundenorientierter arbeiten? Gute Frage. Also ein Gedanke, der mir gerade noch kam, der auch auf das Thema Projekt wieder mit ein bisschen eingeht und auch auf das Thema so, es gibt keinen Durchschnittsmensch, es gibt irgendwie ganz viele besondere Menschen, die auch besondere Themen haben, die man irgendwie mit abdecken muss. Was man aber trotzdem nicht tun darf, ist Sachen tot zu planen. Also was wir ganz oft sehen und beobachten, ist so, es wird nicht gestartet, bevor nicht für jede Gruppe, so wichtig sie auch ist, auch wenn sie klein ist, wird erstmal jegliches Problem besprochen. Und dadurch kommt es dann dazu, dass dann gar nichts gemacht wird. Und das heißt, also widersprechen wir da gern, aber ich halte es immer für sinnvoll, wenn man was hat, was halt für irgendwie 70% der Leute passt, dann sollte man schon mal anfangen zu bauen und auf dem Weg dann die anderen noch mit abholen. Vielleicht ist es auch akademisch falsch, ich weiß es nicht, aber ich denke mir immer so, man muss pragmatisch, also losstarten ist besser als nichts tun. Direkt dazu, das ist sehr gerne. Also pragmatisch, ja, auf jeden Fall. Einfach mal machen ist ja auch viel besser, als wenn man jetzt vorher eine Machbarkeitsstudie und das muss man erstmal beweisen, dass es funktionieren wird. Es funktioniert nicht, ne? Also das ist Quatsch. Aber wir sehen ganz häufig, dass einfach dieses, wir machen mal, wir bringen eine Lösung, die für 70%, und da ist auch die Frage, wo kommen diese 70% her, deiner Meinung nach? Wir haben halt einen Standard, mit dem wir denken, mit dem wir losziehen und mit dem wir arbeiten, und das sind halt gesunde Menschen, das sind Menschen, die eine Körpergröße von mindestens 1,75 haben. Das sind Menschen, die kognitiv in der Lage sind. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die wir einfach mit diesem Standard verknüpfen, der aber einfach nicht haltbar ist, weil es ist Tatsache, die Minderheit der Menschen ist dieser Standard. Und der Rest, wir sind mehr, sage ich mal. Und
da muss man eben vorher schon wissen, wer sind denn die Leute, die das nutzen. Und es gibt so wunderschöne Designansätze, Universal Design, die eben genau von Anfang an gucken. Ich habe nämlich in Unternehmen, Carsharing-Unternehmen, die mittlerweile auch pleite gegangen sind, Bikesharing-Unternehmen, die auch nicht mehr auf dem Markt sind, die haben nämlich diesen Ansatz gewählt. Die haben gesagt, wir machen erstmal, wir bringen die Fahrzeuge raus und dann gucken wir, wir wollen skalieren, wir wollen mehr in die Masse gehen, haben aber immer nur einen ganz kleinen Markt, Tatsache, bedient, diesen Standard, immer diese homogene Gruppe an Menschen, die affin ist für diesen Service, für dieses Angebot. Und im Endeffekt war es dann so, irgendwann fragen sie mich, ja Ines, erzähl doch mal, was können wir denn machen, damit dieses Angebot, was jetzt auf gesunde Männer, die ein hohes Einkommen haben, das alles schaffen, was können wir denn machen, dass es für andere attraktiver wird. Und da hört es auf, weil die wollen nicht mehr an ihren Sachen rütteln und da ist dann eine Überzeugungsarbeit, wo dann gesagt wird, ja jetzt erklär mir doch mal bitte, dass das Angebot, zeig mir doch mal erstmal mathematisch, rechnerisch, finanziell hier, dass sich das rechnet, dass wir Frauen jetzt auch ansprechen. Also und das kann es ja nicht sein. Ich würde sonst noch mal kurz was ergänzen. Ganz schnell dazu, wir haben gleich noch mal Zeit, darüber weiterzugehen, weil ich glaube, das wird gleich mal für 2030 interessant sein, aber gerne noch ganz... Okay, genau. Wir würden nochmal weiter in die Zukunft schauen. Also jetzt haben wir ja gesehen, wie der ÖPNV heute aussieht, welche Probleme wir heute haben. Wir haben auch unser Netzwerk gefragt für das Jahr 2030, für die nächsten Jahre. Der ÖPNV als Rückgrat einer nachhaltigen und vernetzten, technologisch fortschrittlichen Mobilitätslandschaft. Wir haben gerade eben schon verschiedene Technologien angesprochen. Dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene neue Technologien mit zu verwenden. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen weiter. Welche Technologien setzen wir denn am besten ein? Also klar, wir sehen hier Elektrifizierung, wir sehen hier Wasserstoff, aber welche Technologien würdet ihr denn sehen, nutzen wir noch zu einem zu geringen, oder wo haben wir noch das meiste Potenzial, um noch neue Technologien zu nutzen? Also ich würde mal noch nicht konkret mit einer neuen Technologie anfangen, sondern erstmal mit einer Grundvoraussetzung, nämlich erstmal, dass wir einen übergreifenden Datenzugang haben, sondern dass nicht jeder seine Daten hortet, wie wir das in Deutschland wohl gerne machen. Und vor allem auch, dass die Datenschnittstellen standardisiert werden. Also wir merken das gerade in den großen Konzernen, wo wir dann super viele Schnittstellen haben. Ich habe das jetzt gerade gemerkt bei einem Projekt auch in der Schweiz, wo es darum ging, Barrierefreiheitsdaten gemeinschaftlich in der ganzen Schweiz zu nutzen, dass jedes Unternehmen die Daten unterschiedlich zuliefert, sei es in einer unterschiedlichen Frequenz oder die Art und Weise. Da wird eine Excel hochgeladen, oder auf der anderen Seite besteht vielleicht schon eine Schnittstelle. Und wenn wir das haben, dann können wir, glaube ich, den nächsten Step gehen. Aber uns fehlt an super vielen Stellen, glaube ich, die Grundlage. Also das heißt, es macht ganz überspitzt dargestellt, macht es noch gar keinen Sinn, über große KI-Projekte und so zu reden, weil wir einfach überhaupt noch gar nicht so weit sind, da mit was anzufangen, weil die Daten nicht da sind. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das KI-Thema hängt natürlich auch nochmal an den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben. Auch da ist die Schweiz zum Beispiel viel weiter. Da gibt es beispielsweise das Swiss Transit Lab, die sich damit beschäftigen und auch schon super viele Projekte auch im Betrieb quasi haben. Aber ich glaube, dass wir für KI, zumindest für die Versuche, haben wir immer noch mal einen abgegrenzten Rahmen, wo wir uns noch in einem Versuchsfeld befinden. Das ist auch in Ordnung und ich glaube, dass wir da parallel zu den rechtlichen Grundlagen, die wir da haben oder die jetzt auch weiter konkretisiert werden müssen, uns da parallel entwickeln. Also das würde ich voneinander nicht ausschließen. Okay. Christina, direkt dazu oder weitergehen? Ja. Genau, also ich glaube, dass vor allem so das Daten-KI-Thema, da gehe ich auch total mit. Was ich aber auch tatsächlich sehe, es gibt schon unfassbar gute Angebote. Wir haben ganz viele Sharing-Anbieter, wir haben On-Demand, wir haben noch andere Themen im ÖPNV, wie zum Beispiel auch Mobilitätsbudget. Und da fehlt mir aber häufig die Verknüpfung. Bedeutet also, ich brauche ganz viele Apps, in jeder Region häufig nochmal eine andere, für verschiedene Dienste nochmal eine andere. Und da irgendwie nochmal mehr diese Verknüpfung, um auf Wegeketten irgendwie nochmal durchgängiger für mich nutzen zu können oder eben auch so verschiedene Angebote wie eben das Mobilitätsbudget einfacher nochmal auch irgendwie unter die Leute zu bringen, das irgendwie auch nochmal zu zeigen, nochmal mehr Leute einfach dafür zu begeistern, vielleicht tatsächlich den Zweitwagen zu Hause zu verkaufen, das Auto häufiger stehen zu lassen, einfach weil es eben auch zum Beispiel dann im ländlichen Raum nochmal Mobilitätsangebote integriert in den ÖPNV gibt, die dann einfach leichter nutzbar sind. Wir haben noch
Ines? Ein ganz kurzer Einwurf, und zwar aus einem Workshop, wo es darum geht, wie kann man automatisiertes Fahren im ÖPNV integrieren. Da war ein Herr im Rollstuhl, war mit dabei gewesen, und seine Aussage war, es kann doch nicht sein, dass wir über automatisiertes Fahren reden, wenn ein Aufzug ein Jahr braucht, bis er repariert ist im ÖPNV. Und das sind so Dinge, da finde ich, wir versuchen mit Technologie, mit neuen Dingen, Dinge voranzutreiben und vergessen so ein bisschen die Sachen, die wir eigentlich machen müssen. Sowas ganz Trockenes wie Aufzugswartung. Also es kann ja nicht sein, dass die Leute das dann halt einfach nicht nutzen können, weil, wie gesagt, ne, ein Jahr das dauert, bis das Ding repariert ist. Super wichtiger Punkt. Ich sehe es bei mir an der nächstgelegenen S-Bahn-Haltestelle auch immer, wie viele Baustellen dort sind, und dann ist es vor allem, wenn du auf einen Aufzug angewiesen bist, natürlich wirklich unpraktisch. Oder wenn man dann die Durchsage hört, ich war jetzt letzte Woche in München S-Bahn gefahren, dann heißt es dann so, ja, wenn Sie einen Aufzug benötigen, dann fahren Sie bitte noch eine Haltestelle weiter, nehmen dort den Bus oder die Straßenbahn und planen Sie bitte ein bisschen mehr Zeit dafür ein. Ich denke so, ja, okay, das ist nicht nur ein bisschen mehr Zeit. Das heißt also sozusagen, wir haben jetzt schon viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht so weit ausnutzen. Super spannendes Thema, auch vor allem, wenn wir über die Zukunft reden. Aber im Anbetracht der Zeit möchte ich vor allem auf die nächste Frage nochmal eingehen. An der Stelle, wir haben es zusammengefasst als Busfahren kann sexy sein. Traut euch, zeigt Initiative und seid ein aktiver Gestalter im geteilten Verkehr der Zukunft. Das ist das, was wir aus dem Netzwerk gehört haben. Wir haben gesehen, der Busverkehr, der ÖPNV, geht noch mehr. Da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Und an der Stelle möchte ich auch an euch weitergeben. So, was können wir denn, wir haben jetzt hier super viele Leute aus der Busindustrie, aus dem ÖPNV mit dabei. Was können wir denn mitgeben, dass Busfahren sexy wird? Wie können wir denn mitgeben, dass es alles moderner wird und dass die Leute viel mehr wirklich Bock haben auf öffentlichen Nahverkehr? Ich muss wohl. Ich meine, es ist eine schwierige Frage, ja, weil es gibt ja so ein Image, das man hat oder das man auch lang aufgebaut hat, dass es irgendwie dann, ich weiß nicht, manchmal vielleicht nicht so läuft, dass es auf dem Land nicht so läuft wie in der Stadt und so weiter. Aber für mich kommt da tatsächlich so dieses ganze Thema wirklich ein gutes, großflächiges Image einfach zu schaffen und wirklich große, vernetzte Angebote und Kampagnen auch zu fahren. So der Bus und der ÖPNV, der darf kein einzelner Bus oder ein einzelner Betrieb sein, sondern da würde ich mir wünschen, dass es wirklich in der Branche große Vernetzung, große Kampagnen gibt und wo es dann nicht darum geht, ist der eine Betrieb besser als der andere, das eine Bundesland, die eine Region, sondern wo es halt einfach darum geht, so wie machen wir denn den Bus jetzt sexy? Und wie man mit diesem Ziel halt arbeitet und dafür dann eine Lösung schafft. Also das ist jetzt das ist sehr abstrakt, aber ja. Es ist jetzt eine ungeplante Brücke, aber da sind wir wieder beim Netzwerken und wieder zusammenarbeiten. Ne? Also da greifen wir das Thema wieder auf, also dass man weniger Konkurrenzdenken hat, sondern halt gemeinsam den Bus sexier macht. Ich würde das nochmal ergänzen, was Linus gesagt hat. Also ich glaube, dass wir, bevor wir bei sexy sind, vielleicht erstmal bei Verlässlichkeit anknüpfen. Und für mich ist zum Beispiel immer super wichtig, auch weil ich viel unterwegs bin, und ich muss auch gestehen, dass ich häufig beim ersten Mal in Google Maps gucke, bevor ich in eine regionale App gucke. Und dann ist immer das Thema, dass ich mich eigentlich nie auf die Daten, die da drin sind, verlassen kann. Also ich würde erstmal sagen, Echtzeitdaten ist das A und O. Und zwar egal in welcher App, wo ich das abfrage. Der Bus muss meinetwegen gar nicht kommen, wann geplant, aber er soll wenigstens ich soll wenigstens wissen, wo er gerade ist. Also das würde mir ja schon mal helfen, um planen zu können. Und ich glaube, ein zweites Thema auch, um vielleicht wirklich Bus sexier zu machen, ist wirklich auch mehr zuzusehen, mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in den Verkehr zu bekommen. Und wir haben natürlich immer noch mal die Abhängigkeit, der Bus fährt halt eben überirdisch, ist im Wettbewerb mit dem Pkw. Das heißt, ich habe eigentlich immer eine Planänderung, von der muss ich ja immer ausgehen. Und da würde es, glaube ich, helfen, insbesondere wenn auch die Politik mal sagen würde, okay, der ÖPNV hat Vorrang auf der Straße, dass wir mal viel mehr dahin gehen, Fast Lanes auf den Straßen einzubinden, dass da viel mehr Verkehr flüssiger fließen kann. Da bin ich voll bei dir. Ich kenne das selber sehr gut, wenn du mit dem Bus fährst und dann bist du im ganzen Stau mit allen anderen. Und wenn du da wirklich den Vorteil schaffen würdest, dass du über eine Fastlane da weiter vorankommst. Busspur, ja. Busspur.
Ganz oldschool, aber leider gar nicht mal so oft richtig gut umgesetzt vor allem. Ich möchte an der Stelle, müssen wir leider gegen Ende kommen. Ich hoffe, ihr habt noch alle Lust, weiter über die Themen zu reden. An der Stelle möchte ich nochmal ganz schnell das Mikrofon eine Runde machen. Eure letzten Worte, was können wir hier noch der ÖPNV und der Busindustrie mitgeben? Was sollen sie tun? Was ist euer Appell an die Industrie hier? Miteinander für alle. Einfach guckt euch an, wer sind die KundInnen, wer sind die Leute und macht nicht eure lokalen Grenzen, redet miteinander, arbeitet zusammen und dann wird alles gut. Ich verspreche es. Danke, Benita. Genau, und ich knüpfe an deinen Themen an, nämlich bei einer anderen Zielgruppe mal anzufangen, zum Beispiel bei Mobilitätseingeschränkten, weil wenn wir für die was Cooles hinbekommen, dann profitiert der Rest auch von. Vernetzt denken und gleichzeitig den Generationswechsel in der Branche auch als Chance betrachten, die jungen Leute mitzunehmen und gleichzeitig die Erfahrung der Branche zu tragen. Ja, es wurde schon viel gesagt. Nee, also ich würde sagen, grenzt euch nicht ab, seid mutig, testet Sachen, macht Fehler und freut euch, dass ihr was bei lernt und findet damit gute Wege, ÖPNV attraktiver zu machen. Super, vielen Dank euch, vielen Dank für eure Einblicke und eure Zeit. Das liebe Publikum, einen großen Applaus für unsere Panelists, bitte.